Hallo und willkommen in der Klemmbausteinwelt. Heute habe ich für euch wieder was Feines von Bluebricks. Ihr seht, die Gleise sind da. Die Gleise erstmal reinrollen. Da ist sie, die V200. Und wie sich die zusammenbauen lässt, das schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. Bluebricks gewohnt bekommen wir diesen neutralen Karton. Die meisten werden ihn kennen. Wer ihn nicht kennt, da ist jetzt keine große Bebilderung und nichts drauf. Wir wissen, da ist Post von Bluebricks. Hier ist dieser Aufkleber, auf dem wir lesen können, was hier drin ist. Hier nochmal die üblichen Warnhinweise, verschluckbare Kleinteile, deswegen nicht für Kinder unter 3 Jahren. Obwohl ich denke mal, auch ein 4-Jähriges würde sowas noch verschlucken können. Aber das ist nun mal so. CE ist auch nochmal drauf. Und wir wissen auch hier nochmal Bluebricks. Er hat sich ein wenig geändert. Früher war das hier dieser große Deckel, den man öffnen kann. Es kann auch sein, dass es jetzt nur Zufall ist. Wir machen den mal auf. Holen wir mal raus, was man hier so versteckt hat. Das war's schon. So, der nächste leere Karton. Irgendwann werde ich mit diesen Dingern handeln können. Eine Tüte Gummis, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Im Bereich Eisenbahn kann man nie Gummis haben. Ich finde das persönlich sogar schön, dass man uns hier die Gummis da beipackt. Wir haben zwar jetzt keinen Zug, der angetrieben ist. Sicherlich kann man ihn antreiben. So wollte ich das sagen. Dann brauchen wir die Gummis. Im Normalfall brauchen wir sie nicht. Aber ich finde es trotzdem schön, dass wir diese Gummis dabei bekommen. Und das sogar wirklich reichlich. So, keine Auffälligkeiten, die Tüten scheinen alle in Ordnung. Ich werde die jetzt mal auf meine Teller verteilen und dann kann es ja auch schon losgehen. ...675 Teile sind verteilt. Ist auch schön, Teile sind verteilt. Ich schaue persönlich immer ganz gerne, und das ist auch immer mein erster Blick, Transklierteile. In diesem Falle, die Scheibe ist vielleicht jetzt noch nicht maßgeblich, ich nehme mal eine zweite mit dabei und da haben wir es dann schon. Diese Scheibe ist tadellos, diese Scheibe zerkratzt, die dritte Scheibe ist dann wieder nicht zerkratzt. Das dürfte nach wie vor dem großen Weg, den diese Steine aus China nach Deutschland nehmen mussten, geschuldet sein. Jeder, der bei AliExpress bestellt hat, der kennt das. Das wird alles äußerst gut zusammengequetscht und dann nochmal wird ein Vakuum in die Tüte gezogen. Dann geht nochmal einer mit einer Rüttelplatte durch. Zum guter Schluss geht dann nochmal einer mit einer Dampfwalze drüber und dann geht es in die Post. Da hoffe ich in der Zukunft auf Besserung, dass man da irgendwann vielleicht doch mal die Transklierteile anders verpackt und anders nach Deutschland bringt. Aber das ist momentan vielleicht einfach nur Wunschdenken. Da lassen wir uns überraschen, ob das irgendwann mal so sein wird. Ich würde sagen, wir bauen jetzt die V200 mal zusammen und dann schauen wir uns an, was wir da Feines auf dem Tisch stehen haben. Und hier bin ich jetzt zum ersten Mal bei euch. Da möchte ich euch mal kurz was zeigen. Es ist jetzt Bauschritt Nummer 10. Die Klemmkraft der Steine bis hierhin gibt es nichts zu bemängeln. Dies ist teilweise sogar außerordentlich gut zu erwähnen. Wir können sofort erkennen, hurra, Farbabweichungen. Da weiß ich noch nicht. Es gab mal ein Video, da wurde gesagt, das wird immer besser und irgendwann wird es der Vergangenheit angehören. Ich weiß jetzt natürlich nicht, aus welchem Monat ich hier die Steine habe, um die V200 zu bauen. Ich weiß nur, ich habe sie so ziemlich mit als erstes bestellt. Da lasse ich mich mal überraschen. Hier können wir schon wunderbar das Markenzeichen von Bluebricks erkennen, die blauen Steine, die dann im weiteren Verlauf dann erstmal verschwinden. Was ich euch aber zeigen möchte, wie gesagt, 10 Bauschritte sind weg. Wir sehen, hier wird sehr viel mit 1x2 gearbeitet.
Ich persönlich hätte mir hier gewünscht, man hätte sich auf 1x4 geeinigt. Das hätte dem Ganzen vielleicht ein bisschen mehr Stabilität gegeben, denn ich drücke mal hier drauf. Na, man kann das wunderbar sehen. Es ist hier noch eine Badewanne. Wenn ich es jetzt so halte. Also das Ganze ist sehr, sehr schief. Das sieht man auch, wenn ich jetzt hier weiterbauen möchte. Hier kommt jetzt die 1x4 drauf. Die ist ein Hauch. Es ist wirklich nur ein Hauch, aber sie ist zu lang, weil dieses ganze Modell, hier, ich muss richtig drücken. Seht ihr das, wie der Stein sich biegt? Also das ist alles ganz schön knatsch, alles stramm. Wir wissen, China-Steine haben nicht ganz das Lego-Maß, aber ich bin fest davon überzeugt, hätte man hier, geh da rein, hätte man hier 1x4 genommen, statt die ganze Zeit mit 1x2 zu arbeiten. Und ich persönlich habe diese beiden hier, die habe ich jetzt schon woanders hingesetzt. Es ist jetzt auch nicht schön, dass die hier auf Maß sind, aber ich bekomme hier den kleinen Verbund, denn eigentlich wäre diese Reihe hier alles, entschuldigt, ab hier alles in 1x2 gewesen. Das heißt, ich hätte dieses ganze Element in 1 rausklappen können. Hat mir nicht gefallen, habe ich natürlich sofort geändert. Ich hätte mir gewünscht, ich habe sie hier auch schon gesehen, hier habe ich 2, man hätte sich hier für die 1x4 entschieden. Ich habe sie jetzt nicht eingebaut und ich hatte auch keine Lust, jetzt großartig vorzuscrollen in der Bauanleitung, um zu gucken, ob ich sie hier da reinbringen kann, um hier das Ganze, gut, jetzt sind die Fliesen sind jetzt drin, bringen auch nochmal Spannung rein, ziehen das Ganze aber noch nicht gerade. Da muss man da mal gucken im weiteren Verlauf des Baus, inwieweit das Ganze dann noch alles gerade wird. Da möchte ich jetzt noch nicht viel Negatives sagen, oder da möchte ich eigentlich gar nichts Negatives sagen. Da habe ich auch schon Lego-Modelle auf dem Tisch liegen gehabt, die waren anfangs genauso krumm und schief, haben sich dann aber, je mehr man aufgebaut hat, auch wieder gut gerade gezogen. Das war's von mir. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Bau. ...27 Bauschritte und was ich gehofft hatte, ist in Erfüllung gegangen. Das Gerüst steht jetzt gerade. Das hatte ich aber auch gesagt, das hatte ich auch nicht sonderlich angezweifelt. Wir kennen das auch von einigen Lego-Modellen, in denen das genauso ist. Was ich aber jetzt sagen kann, ich hatte ja schon erwähnt, ja, das blöde Licht blendet, so geht es besser, dass hier unten diese ganze Batterie an 1x2 Steinen, dass die meiner Meinung nach auch so ein bisschen das Ganze instabil machen. Ich war aber nicht sicher, kann ich die 1x4 nehmen. Ich persönlich bin der Meinung, jo, 2 zumindest. Ich würde dann die hier oben, die würde ich dann austauschen. Die kann man, denke ich mal, ruhigen Gewissens hier unten mit verbauen, so dass man da nach außen hin vielleicht auch eine etwas geschlossenere Form bekommt und nicht so viele Spalte hat. Ansonsten die Front, ihr könnt es euch aussuchen, es kann auch die Heckpartie sein. Die V200 sieht vorne wie hinten gleich aus. Ist schon sehr gut gelungen und sehr gut getroffen, wie ich finde. Hier mit dem Dreieck, wenn ich da jetzt richtig informiert bin, ich bin jetzt nicht der Eisenbahnfreak vom Herrn, aber ich glaube, hier war es noch so eine geschwungene weiße Linie, die im Original mit dabei gewesen ist. Ansonsten hat es aber doch schon viele, viele Charaktereigenschaften der V200, die man in diesem Modell wiederfinden kann. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt hier weitergeht und darum höre ich jetzt auch auf mit dem Gelaber und Bau weiter. Nicht wundern, nicht erschrecken, da bin ich schon wieder bei euch. Und zwar wollte ich euch jetzt mal gerade kurz zeigen. Ich habe es dann nochmal schnell auseinandergenommen. Könnt ihr hier sehen, hier unten, ich gehe mal näher ran, habe ich jetzt die 1x2 gegen den 1x4 ausgetauscht. Habe den auch schon hier eingesetzt. Es sind gleich weniger Fugen. Aber wer bei dem ersten Zwischenstück dabei gewesen ist oder bei dem ersten Mal, als ich gezeigt habe, wie
stramm die 1x4 Fliesen hier reingegangen sind, dem kann ich zeigen, das, was ich vermutet habe, das trifft zu. Tauscht man hier den 1x2 gegen den 1x4, ist das eine butterweiche Sache. Ich kann das mit einem Finger reindrücken und es sitzt. Das ist also das, was ich da wirklich gesagt habe. Hätte man jetzt auch hier noch die 1x4 genommen, hätte man von Anfang an eine wesentlich stabilere Form reinbekommen. Ihr habt jetzt gesehen, das nutzt was. Ich hoffe, ich konnte euch da, aber hier ist es dann doch, das war vorher noch nicht. Jetzt klemmt es hier auf einmal. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt mit meiner Zwei-Finger-Technik hier irgendwas nicht richtig getroffen habe. Na, was ist da los? Das ist ja schon bald ein halber Stein. Na, das ist jetzt, finde ich das jetzt wirklich interessant. So, jetzt ist es drin. Geht das auf der anderen Seite auch so stramm? Wenn ja, dann muss ich da dann nochmal wieder Ursachenforschung betreiben. Ja, also hier, man kann das wirklich wunderbar sehen. Oder auch nicht, muss ich mal die Finger wegnehmen. Das ist also wirklich schon ordentlich, was hier jetzt da auf einmal schief gelaufen ist. Das ist dann aber jetzt erst im weiteren Bauschritten passiert, denn als ich das erste Mal gemacht habe, hat das dann wunderbar gepasst. Also man sieht, hier gibt es jede Menge Abweichung in den Steinen. Das kann man auch immer wieder wunderschön beobachten. Jetzt, wo wir da gerade so ein bisschen drüber am Plaudern sind, kann man da ja mal was aus dem Nähkasten erzählen. Wenn man da wirklich mal Lego-Platten oder Lego-Steine mit den China-Steinen vergleicht, also es gibt da wirklich immer wieder leichte, also wirklich nur leichte Differenzen zwischen den eigenen Steinen, was natürlich auf die Gesamtgröße bei einem Modell eine große Abweichung ergibt. Also da ist dann schon einiges zu erwarten. Das wird auch jeder wissen, der mal ein Lepin-Modell zusammengebaut hat, wie wackelig und instabil das Ganze dann manchmal ist. Und das kann man dann an solchen Stellen, wo dann wirklich jetzt nichts ineinander gesteckt, sondern nur voreinander gesteckt wird, gesteckt, gesetzt, geschoben, quetscht in diesem Falle wird, kann man das dann immer mal wieder schön sehen, dass das zu leichten Problemen führt. Aber hier, ich kann es jetzt mal nehmen, also das tut dem jetzt erstmal nichts. Ich darf es nicht so hochhalten. Also ich kann hier jetzt schon schütteln und tun und machen, wie ich will. Die Klemmkraft ist super, das hält. Also hiermit kann man wirklich schon bald eine Scheibe einschlagen. So, das war's dann wieder. Jetzt gehe ich mal weiter an den Bau. Wir wollen ja heute auch noch mal fertig werden. Bevor ich jetzt das Dach auf die eigentliche Lok setze, wollte ich euch das Dach mal kurz zeigen. Man kann hier sehen, jedes Teil kann man natürlich die Abdrücke vom Gießen erkennen. Es ist alles in allem doch eine recht stabile Angelegenheit. Hier vorne an den Ecken, ich muss das glaube ich mal so rumdrehen, hier kann man das sehen, also hier ist es dann natürlich nicht ganz so stabil. Das ist dann also, ja, hier sieht man es dann, fällt es dann ab. Ist so ein bisschen A, der Klemmkraft der Steine geschuldet und B, hat man sich hier, ich gehe mal ganz nah dran, für ein 2x4 entschieden. Hätte man jetzt hier, ich weiß es gar nicht, das müssen wir dann gleich mal gucken, wenn ich es aufsetze, ein 2x6 genommen. Nee, geht nicht, weil hier in dem Bereich mit Sicherheit die Fenster sitzen. Gut, das nehme ich zurück. Da will ich nichts gesagt haben. Da muss man dann mal schauen. Also ansonsten das Dach als solches, ihr seht hier, ich lasse das mal fallen. Also das hält. Problematisch wird es dann immer, wenn man das Dach von der Lok abnehmen muss. Ich hole jetzt mal die Lok dazu, weil es ja mit Sicherheit einige gibt, die diesen Riesenplatz hier drin auch nutzen werden, um diese Lok zu motorisieren, damit sie über die Anlage fährt. Hier kann man mal kurz sehen, das ist natürlich Stabilität hier reinzubringen, ist nicht möglich, weil wir hier zwei stehende Fenster liegend eingebaut haben. Also wie gesagt, das kann natürlich nicht halten. So, dann setzen wir das hier mal drauf. Hier könnt ihr sehen, das geht jetzt wirklich super spannungsfrei. Nach hier
So, nicht mehr so ganz. Na, und hier ist das, was ich gerade schon erwähnt habe. Also das ist, nee, das ist nicht so schön. Also hier kann man dann durchaus wieder Abzüge in der B-Note geben. Man sieht das hier auch. Hier wäre also Spiel gewesen. Hier hätte man anstelle des 2x4 hätte man also ganz bequem ein 2x6 dabei legen können und schon wäre das Ganze deutlich stabiler geworden. Also wirklich deutlich, weil ich denke da jetzt wirklich an die Leute, die hier das Ganze motorisieren wollen, haben dann jedes Mal das Problem beim Dach abnehmen, so das als solches. Es ist jetzt natürlich, ich mache das nur mit 2 Händen, aber ihr seht, das funktioniert dann soweit, dass hier jetzt mal ein Stein mit dabei hängt. Damit kann ich sogar leben, das ist überhaupt kein Problem. So, die kommen dann einfach wieder dahin, wo sie gewesen sind. Aber wie gesagt, an der Dachkonstruktion hätte man es dann doch ein bisschen anders lösen können und schon wäre das Ganze auch wieder stabiler. Na, und was ist hier? Oder täuscht das? Stabiler geworden. Ne, hier passt irgendwas noch nicht. Da muss ich dann gleich mal gucken, wenn ich wieder beide Hände frei habe, wo jetzt hier das Problem ist. Ne, das würde ich jetzt wissen. Ihr wollt das mit Sicherheit auch wissen. Was ist da los? Da fällt es dann hier schon wieder auseinander. Also für mich, wie für viele andere, für viele andere will ich ja nicht einmal sagen, es ist ein Zug. Viele wollen ihn fahren sehen. Ich persönlich habe nicht den Platz, mir eine große Anlage hier hinzubauen. Für mich ist das ein Standmodell, was momentan aber nicht stehen möchte. So, ich kann jetzt aber nicht erkennen, wo das Problem ist. Ich versuche es nochmal. Da muss er hin und hier muss er hin. Aber hier will er nicht hin. Nee, da brauche ich, glaube ich, denke ich mal. Na, da ist es so. Jetzt habt ihr das Einrasten gehört. Ich sehe es. Ja, es wird immer mehr zur V200. Ja, also ne, das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Ich hoffe auf irgendein Set, wo diese Steine in 2x6 dabei sind. So, ich würde sagen, Räder dran, die letzten Anbauteile und dann ist die Lok auch schon fertig. Da freue ich mich natürlich besonders drauf und ich hoffe, ihr tut das auch. Kurz vor Bauende und da bin ich nochmal bei euch. Ihr könnt sehen, ich baue jetzt die Räder unter den ganzen Zug und hier können wir mal wieder sehen, was es heißt, China-Bausteine zu kaufen. Ihr seht hier die beiden Platten. Ihr seht hier, dass es einen kleinen Spalt hat. Drehe es mal, ja. Also ihr seht, es hat einen kleinen Spalt und jetzt drehe ich das Ganze um und tada! Das ist also das Problem, was es wirklich nicht nur manchmal, sondern sehr oft mit China-Baustein auf sich hat. Und ich hatte das auch in einem der Zwischenstopps gezeigt und auch näher gesagt, dass es hier immer wieder Abweichungen gibt. Ich lege das mal hier auf meine Holzplatte und ich drücke jetzt mal, also da kann ich also wirklich machen, was ich will. Da muss ich wirklich drauf hauen und dann seht ihr, jetzt kommt es hier hinten weiter auseinander. Also da weiß ich jetzt schon, ich stecke das zusammen. Hier, ich gehe mit dem Fingernagel durch und schon löst es sich wieder. Also das wird ein Problem sein, diese Lok selbst als Vitrinenmodell hinzustellen. Das ist ein, ich kriege es also mit 2 Fingern wirklich nicht zusammen. So, jetzt ist es augenscheinlich erstmal zusammen. Ich lasse mich überraschen, wie lange, bis da die Kräfte sich wieder entspannen wollen und das Ganze anfängt sich zu lösen. Wer das Video von meinem Schwertransporter gesehen hat, der hat gesehen, dass ich mich da
mit der Beladung auch wahnsinnig rumärgern musste. Da wurde mir ja auch ein paar Mal gesagt, Mensch Junge, du hast das falsch gebaut, du kannst keine Anleitungen lesen. Nein, auch da hatte ich genau dieses Problem, dass meine 6x6 Rounds nicht gepasst haben, sondern so auf Spannung waren. Hier kann man sehen, jetzt komme ich also einmal mit dem Fingernagel dazwischen und schon fängt das Ganze an, sich wieder zu öffnen. Also ich baue es trotz alledem zusammen und lasse mich überraschen, wie lange das hält, ohne dass es von alleine sich wieder löst. So, jetzt zügig den letzten Rest gebaut und dann schauen wir uns die Lok zur Gänze mal an. Da ist sie fertig, die V200. Ein, wie ich finde, sehr schönes Modell. Gekostet hat es 34,95. 675 Teile, sagte ich ja schon. Was gibt es zu sagen? Klemmkraft der Steine ist okay. Die Bautechniken sind Bluebricks gewohnt. An dem Dach, da hat sich nichts geändert. Hier bleibe ich dabei. Ein 2x6. Der hätte dem Ganzen gut getan. Die Achsen sind Japan gewohnt, China gewohnt. Entschuldigung, jetzt verwechsel ich auch noch die Länder hier. Ich kann dann nur jeden empfehlen, der diese Lok auf eine Anlage stecken und stellen möchte. Der sollte die Antriebsachsen also wirklich vom dänischen Hersteller nehmen. Diese hier drehen zwar, aber ihr habt das, glaube ich, bei dem Autotransportanhänger ganz gut hören können, wenn diese Achsen fahren. Diese hier sind jetzt ausnahmsweise mal halbwegs vernünftig, aber sie quietschen und sind doch sehr schwergängig. Tauscht diese dann also definitiv besser gegen Original aus. Wie das sich mit den Magneten verhält, das werde ich dann noch in Zukunft mal testen. Hier unten die beiden blauen Steine. Wir haben gesehen, es sind auch noch mehrere Steine in der Lok verbaut. Ein kleines Alleinstellungsmerkmal für Bluebricks, dass die dann hier und da mal blaue Steine nehmen. Wobei sie das ja nicht in jedem Satz machen. Ich hatte ja in jedem Set machen. Ich hatte das bei dem Schwertransporter auch schon erzählt und gezeigt. Nö, das reiche ich dann jetzt hier mal nach. Da war nämlich kein Bluebricks, also kein blauer Stein mit dabei. Hier wiederum hatten wir dann mehrere davon, 2, 4, 6, wenn ich da jetzt richtig liege. Wir haben auch, das hatte ich schon gezeigt, teilweise ordentliche Farbabweichungen. Man kann das auch hier wieder sehr gut erkennen. Das Rot ist also nicht durchgängig rot. Es ist dann teilweise schon ein schmutziges Rot, leichtes Braun. Also es ist schwer zu deuten, was es für eine Farbe sein soll. Aber man kann das hier in dem Licht sehr gut erkennen. Charakteristisch ist die Lok dargestellt. Sie hat definitiv einen Wiedererkennungswert. Ich weiß, dass da jetzt der ein oder andere wieder schimpfen wird und sagen, oh nee, das hätte man alles viel besser machen können und man hätte das Ganze 8 Noppen breit machen müssen, dann wäre es noch schöner geworden. Da muss ich nochmal sagen, ja, es gibt Verbesserungspotenzial, wie bei so ziemlich jedem. Ich denke mal, ich habe so ziemlich alles über diese Lok gesagt. Hier oben, das kann man schwerfällig drehen, merke ich gerade. Ja, man kann es so ein bisschen sehen. Also das geht aber wirklich sehr, sehr schwer. Aber das muss ja jetzt auch nicht sein. Es wird ja definitiv nicht motorisiert. Ich hoffe, ich konnte euch alles, was ihr an Fragen vielleicht hattet, die ihr euch selber gestellt habt zu der Lok, beantworten. Ich wüsste jetzt im Grunde genommen nichts mehr, was ich noch zu der V200 sagen sollte. 675 Steine und 34,95, das hatte ich erwähnt. Ein paar Steine sind wie immer übrig geblieben. Diesmal hat keiner gefehlt. Sehr erfreulich. Jetzt, wo ich gerade hier meinen Teiletrenner wegräume. So ein blauer Teiletrenner von Bluebricks, den hätten wir doch, glaube ich, alle ganz gerne. Vielleicht sollte ich da jetzt mal den Aufruf starten. Jedes Mal, wenn wir von Bluebricks ein neues Video bekommen, schreibt es denen doch mal in die Kommentare, dass ihr vielleicht von denen auch mal einen blauen Teiletrenner haben wollt. Fände ich ganz nett.
Wenn das eine Idee ist, die euch auch gefällt, dann schreibt es doch auch bei mir schon mal in die Kommentare rein. Würdet ihr da mitmachen? Vielleicht können wir so mal ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Druck ausüben, aber vielleicht können wir so mal ein bisschen was zusammen in Bewegung setzen und schaffen das irgendwann mal einen blauen Teiletrenner zu bekommen. Wäre schön, schreibt es mir mal rein, hättet ihr da Interesse dran oder würdet ihr da sogar glatt mitmachen? Ich auf jeden Fall werde das vielleicht einfach mal in die nächsten Videos mit reinschreiben als Kommentar und mich mal überraschen lassen, was da passiert. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, diese Lok hier zusammenzubauen. Sie wird bei mir wieder einen Platz finden, wie alles andere auch. Euch wünsche ich bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns auf diesem Kanal nochmal wieder. Hat es euch gefallen? Dann gebt mir den Daumen hoch. Wenn nicht, naja, dann den Daumen runter. Aber dann bitte ehrlicherweise mal kurz dabei schreiben, was hat euch nicht gefallen, damit ich das ändern kann. Ein Abo, da freue ich mich natürlich drüber. Drückt ihr die Glocke, dann glockt die Glocke, sobald ich ein neues Video hochlade und dann sehen wir uns auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald.